Guten Tag. Dear Mrs. Kruger, Rector Klaus-Dieter Bamner, dear Botschafter und Bürgermeister, Authorities und queridos estudiantes. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, hier auf internationaler Ebene an dieser sehr alten und renommierten Universität zu sein und die Freude dieses Augenblicks mit euch allen teilen. Mit diesem Grad und Professionalität zusammenarbeiten ist so eine große Ehre und auch Anerkennung. In einer Zeit wie der heutigen, es versteht sich von selbst, dass der menschliche Wille Träume und Ideale in konkrete Taten verwandelt. Dies ist die Gebäude, damit chilenische und lateinamerikanische Studenten, die an der TU Berkakademie Freiberg studieren, an diesem Ort bleiben können. Dies wurde freundlicherweise von der Stiftung und der Personen, die sie vertreten, zur Verfügung gestellt, insbesondere Frau Krüger. An erster Stelle, ich bin sehr geehrt, Herr Rector Juan Manuel Zolezzi von der Universidad Santiago de Chile zu vertreten. Unsere Universität ist eine Universität, in der jahrzehntelang die öffentliche Politik der sozialen Integration und des akademischen Talentes gefördert wird. Beide Motorenblöcke in seiner tiefen Aktivität. Wir haben die Überzeugung, dass wir als öffentliche Universität das Talent finden müssen, das in jedem Menschen existiert und Werkzeuge generieren, so dass sie ihre maximale Fähigkeiten entwickeln kann. Sie erwarten viel von uns, Studenten, und die Gesellschaft erwartet viel von ihnen. Wir sind das Förderband dieser Träume. Chilean universities are aware that internationalization is a challenge to traditional teaching scheme. Students with global mobility, with access to technology, and above all, inquisitive and eager to capture this world, impose no lesser challenge. A permanent updating of our syllabus, more dialogue in depth with society, state and private sector, and especially search for excellence at all levels. Foreign students, in general, in the Chilean case, have generated a virtuous circle as they interact with Chilean students. Both groups improve their interpersonal skills, grow in maturity, tolerance, and respect for the other. This is also reflected in the classroom where a group of foreign students and Chilean work together. This enriched the discussion for lecturers, and in the case of our Chilean students, they decide to go out and discover the world and study abroad. As for the German university with which we have agreement, they have been very valuable partners. We have generated students and professor exchange. We already have double degree on the level of master and undergraduate program, and especially we have a dialogue based on trust and the development of a long and historical relationship. German universities, with their operating scheme, impose us challenge on our administrative and academic structure. Also, Chilean universities, with their own scheme, generate learning in European partners. Usach is a complex university with faculties such as medicine, chemistry and biology, business and economics, humanities, engineering, and so on. We already have growing exchange of foreign students. And one of the most important flows comes from German university. We receive 170 foreign students per year in the Faculty of Economics and Business. And in the World University, approximately 400 foreign students per year. Most come from Europe and Latin America, being Germany one of the most numerous students visiting us. We must work with TU Berkakademie Freiberg to materialize this prospective student and research exchange. We know that some initiatives are working and very well. My colleagues from the Faculty of Chemistry and Biology in Usach, Gloria Levican and Michael Lehmann here are an extraordinary example.
We must continue advancing in joint research in areas of common interest. Advancing in joint PhD is an option that becomes more necessary. It allows the flow of ideas, knowledge, and it is also a chance to wonder and learn from each other. We are a country and an economy in which natural resources play an important role. Have you seen? We must technify these processes to make our economy more sustainable, more equal, and for that we need qualified partners. In general, this fragmentary but complex circle of innovation has a clear direction: integrate students with this new skill so necessary for the labor market: tenacity in complexity, resilience to face challenge, acceptance of the difference, and endorse them with a broad vision to be able to carry out the innovation in their undertakings. If we could conduct an experiment and take a student with little international interaction in the broad academic sense and compare them with those who do, the positive effect on the latter would be remarkable. The internationalization is a growing trend. It's a highly demanding process with rising challenge. This is similar to the company's enterprise in the improvement of their processes to internationalize, so as to have systematic improvement in the teaching of our students and in the social environment, and to benefit from this innovative pressure, internal and external. For that, it's necessary to be linked to the great international mainstream. In addition, the geographical position of Chile is a challenge that imposes even greater challenge. Sehr geehrte Frau Krüger, im Namen vieler Studenten von Chile und Lateinamerika danke ich Ihnen für die Erbauung dieses Gebäudes. Menschen wie Sie lassen Menschen denken, dass das Gemeinwohl als Motto nur existiert, wenn es in der Praxis umgesetzt wird. Vielen Dank für alles. Muchas gracias. Hasta pronto. Gerade zur Erläuterung. Das ist jetzt eins der ersten, vielleicht das erste Doppelpromotionsabkommen. Es gibt Doppeldiplom- oder Doppelmasterabkommen, aber dies ist jetzt ein Doppelpromotionsabkommen mit der Universidad de Santiago de Chile. Und dafür gibt es zwei Varianten. Einmal ein Abkommen zwischen den Universitäten. Das muss vom jeweiligen Rektor oder Beauftragten unterschrieben sein. Und das andere ist eine individuelle Vereinbarung zu dem speziellen Vorhaben. Dazu muss es unterschrieben werden vom Dekan beziehungsweise auf chilenischer Seite dann dem Direktor des Promotionsprogramms. Unser Dekan ist nicht da, aber unser Prodekan, Herr Kroke, genau, der müsste eine von den beiden unterschreiben und dann ist das Ganze auf Englisch und auf Spanisch. Und deshalb sind es viele, und dann kriegt jeder 2 Ausfertigungen und deshalb sind das viele Zettel. Also im Hauptgebäude?
Also da vorne und dann oben unterm Dach. Er ist noch da, kann man noch besuchen. Gut. Okay. Vielleicht noch zur Erläuterung. Das mit dem gemeinsamen Promotionsprogramm ist nicht so einfach, weil die Regeln, die es in Chile und verschiedenen anderen Ländern gibt, zum Teil geradezu entgegengesetzt zu unseren Regeln sind. Und da dann gemeinsame Regeln zu finden, war nicht so ganz einfach. Das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass in den meisten Ländern weltweit, die ich kenne, die jeweiligen Betreuer gerade nicht Gutachter der Doktorarbeit sein dürfen, während in Deutschland festgelegt ist, dass und ist übliche deutsche Tradition, dass der jeweilige Betreuer der Arbeit selbstverständlich Hauptgutachter ist. Also eine wirklich kontroverse Sache und dann haben wir versucht, Regelungen zu finden, die beiden Sachen gerecht werden.